Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu CSS, das letzte Mal. Und zwar geht es heute nicht, wie letztes Mal versprochen, um die 3D-Transformation, die sind nämlich mega öde. Die habe ich euch mal ganz kurz zusammengefasst. Sie funktionieren so wie die 2D-Transformation, nur dass ihr einfach hier eine Sache mehr macht. Oh, da stimmt schon mal wieder was nicht. Ich habe hier irgendwas, ja, ich habe irgendwas verändert und egal. Auf jeden Fall, die 2D-Transformation ging ja so, Transform und dann haben wir hier ein Rotate X um, keine Ahnung, 90 Grad oder sowas. Und bei der 3D-Transformation kommt hier zu X und Y einfach noch ein Z dazu. Das heißt, wir haben hier nicht nur Rotate, sondern wir haben auch Rotate Z. Das heißt, ihr könnt auch um die Z-Achse drehen. Genau, so ist es im Prinzip bei allen Sachen hier. Also im dreidimensionalen einfach noch zusätzlich eine Z-Achse verfügbar und das ist eigentlich schon alles, ja. Deswegen sehr langweilig, eine Minute Stoff und nicht genug für ein ganzes Video. Stattdessen zeige ich euch heute noch was viel Wichtigeres, nämlich Responsive Media Design. Responsive Media Design ist ziemlich wichtig, heutzutage vor allem, weil es behandelt, ja, wie wir mit kleineren Geräten umgehen. Also zum Beispiel, wenn ich meine Webseite aufmache, dann haben wir aktuell sowas hier, was knallrotes. Habe ich übrigens mit Absicht gemacht, damit wir das nachher schön sehen, wenn man den Übergang zu einem kleineren Gerät sieht. So, jetzt haben wir zum Beispiel ein Handy und können manche Sachen nicht vernünftig sehen, weil diese Seite einfach zu breit ist. Also zum Beispiel, das hier sind zum Beispiel 800 Pixel oder sowas und unser Handy hat halt leider viel, viel weniger. So, was man dann also hat, ist ein kleineres Dingens. Naja gut, dann zieht es das so in die Länge. Bei unserer Seite funktioniert es, manche Sachen sind aber fixed in der Länge und deswegen muss man mit den Dingern anders umgehen. Und dazu gibt es die sogenannten Breakpoints durch ein Add Media. Das heißt, wir machen hier ein Add Media und dann können wir uns hier auswählen, was wir targeten wollen. Also zum Beispiel Print sind tatsächlich dann zum Drucken gedachte Sachen. Handheld wäre eben sowas wie ein Handy oder sowas, aber man benutzt eigentlich irgendwie immer Screen, keine Ahnung wieso. Ja, war ja klar, dass das wieder mal nicht funktioniert. Okay, Screen. Gut. Und jetzt kann man hier die Dinger verbinden durch ein AND. Das heißt, wir haben mehr als eine Bedingung. Wir können die Sachen einfach verbinden. Es muss für Screens sein, also dieses Add Media, das brauchen wir und dieses Add Media fordert danach ein Screen. Oder Print, wie gesagt, das wird auch manchmal benutzt. Und dann können wir hier besondere Tags angeben, wie zum Beispiel Max Width. Also die maximale Breite von unserem Gerät soll gefälligst circa 500 Pixel sein. Oder was heißt circa? Es sollen genau 500 Pixel sein. Das heißt, jedes Gerät, was mehr als 500 Pixel hat, das macht jetzt das Folgende, was ich jetzt hier habe. Dann kommt wieder diese geschweiften Klammern und hier rein könnt ihr dann nochmal quasi euer eigenes CSS, also als hättet ihr eine separate CSS-Datei. Machen wir einfach mal den Body hier rein und kopieren den so und rücken das ein. So, hier können wir einfach den Body-Tag nochmal verwenden und das wird jetzt nur ausgeführt, wenn euer Gerät mehr als 500 Pixel hat. Und ihr wisst ja hoffentlich noch, je nachdem, wo das Ganze steht, das unterste ist quasi das letzte, das überschreibt alles andere, weil es wird von oben nach unten ausgeführt und wenn jetzt mein Body hier eine Hintergrundfarbe rot definiert und ich unten drunter nochmal eine Hintergrundfarbe in grün definiere, das werde ich jetzt hier zum Beispiel gerade mal machen. Wenn ich hier unten grün definiere, dann ist mein Grün weiter unten als mein Rot, sprich mein Grün übermalt sozusagen mein Rot mit 100% Deckkraft. Und das bedeutet, mein Rot ist nachher nicht mehr sichtbar, sobald ich ein Screen Media habe und meine maximale Breite 500 Pixel sind. Das heißt, alles, was weniger als 500 Pixel hat, ich glaube, ich habe es vorhin falsch rum gesagt, also alles, was maximal 500 Pixel hat, sprich was weniger oder gleich viel wie 500 Pixel hat, das sieht so aus nachher. Okay, speichern wir das mal. Ich glaube, ich zeige euch am besten, wie wir das hier haben. So, jetzt haben wir hier immer noch den roten Hintergrund. Das ist das hier, das rote. Und hier haben wir uns grün definiert. Wir sind jetzt hier, keine Ahnung, aktuell, ich habe eine Bildschirmbreite von 1920. Wenn ich das jetzt ein bisschen zusammen, also das hier wären die vollen 1920, zumindest fast. Und wenn ich das jetzt hier zusammenfahre, dann sind wir immer wieder weniger. Also wir kommen hier immer näher an unsere 500 ran und irgendwann mal sind wir bei den 500. Ihr seht's. Ja, jetzt haben wir gerade die 500 überschritten. Das heißt, hier irgendwo war die Trennlinie. Und das hier ist also meine Breite. Das heißt, euer Handy ist ja normalerweise im Hochformat, nicht im Breitformat. Und hat im Hochformat 1080 Pixel normalerweise, die neueren Modelle. Die älteren Modelle, die haben keine Full-HD-Auflösung, die haben dann halt hier ein bisschen weniger. Okay, das heißt, so könnt ihr Devices targeten und wirklich komplett neuen Style definieren für kleinere Geräte. Ihr könnt natürlich hier auch einfach nochmal unten drunter dann ein 700 Pixel Device einrichten.
Aber dann passiert was Witziges. Ich glaube, ich zeige euch das einfach mal. Dann wird nämlich das obere gar nicht mehr benutzt. Weil wenn ich jetzt das hier mache, dann haben wir hier blau. Warum haben wir hier blau? Naja, maximal 700 Pixel und hier maximal 500 Pixel. Naja, jedes Gerät, das maximal 700 Pixel hat, hat auch 500 oder weniger Pixel. Weil maximal 700 Pixel hat alles mit 0 bis 700 Pixel und maximal 500 hat alles von 0 bis 500. Das heißt, das hier wird komplett überschrieben. Also immer schön überlegen, in welcher Reihenfolge ihr das macht. So rum macht das Ganze jetzt Sinn. Da sind, ich zeige es euch einfach mal, wenn wir das jetzt ausführen, da ist 500 Pixel, also das hier wäre jetzt 500 Pixel und kleiner. Kleiner geht hier bei mir leider nicht. Und wenn ich das jetzt breiter mache, dann kommen wir hier auf einen kleinen Bereich, der wird blau. Da sind wir dann zwischen 500 und 700 Pixeln. Und dann ab 700 und mehr werden wir rot. Das heißt, ihr könnt hier so targeten, wie ihr wollt. Ihr könnt so viele Breakpoints haben, wie ihr wollt. Ihr könnt hier drin jeden einzelnen Tag alles nochmal neu definieren, was ihr braucht. Und das macht man meistens, wenn man irgendwie für kleinere Geräte designt. Dann bindet man einfach nochmal eine komplett neue CSS-Datei rein. Und ja, man hat dann eben diesen Max Width oder auch mit Min Width. Geht es genauso, also hier einfach ein, was habe ich jetzt getan? Ein Min-Width. So, dann haben wir hier alles, was mindestens 700 Pixel hat, ist dann eben blau. Das heißt, das, was jetzt rot war, ist jetzt halt blau. Dann haben wir unseren roten Bereich, der ist zwischen 500 und 700, weil hier haben wir jetzt alles, was mehr als 700 Pixel hat. Hier haben wir alles, was weniger als 500 hat. Und das, was dazwischen ist, sind 500 bis 700. Naja, die sind hier nicht eingeschlossen. Bei 500 bis 700, das ist hier nicht drin. Also nehmen wir das, was wir hier oben definiert hatten und haben eben den roten Hintergrund und hier haben wir dann wieder was Grünes. Super, also das kann man jetzt natürlich nicht nur damit machen. Was man normalerweise verwendet, wäre Width, also der Width-Tag, wenn ihr den hier benutzt. Width, Doppelpunkt und dann hier eben für kleinere Geräte mit maximal 500 Pixeln, dann sagen wir hier, okay, normalerweise haben wir 1920 Pixel, hier haben wir 500 Pixel, dann muss das Ganze also 25% breit sein, denn wir wollen ja hier genau 25% haben. Und dann sagen wir einfach, okay, der ganze Body ist halt kleiner und fertig. Ja, das ist der Standard und wir gehen hier kleiner und plötzlich haben wir den ganzen Body geschrumpft. Aber ja, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, in dem Fall jetzt hier, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine mit diesen Breakpoints. Okay. Ein grundsätzliches Gebot wäre, achso, was wir auch noch machen können, das habe ich ganz vergessen. Wir haben hier sogar noch einen Orientation Tag drin, den sollte ich euch vielleicht auch noch zeigen. Orientation bedeutet, ob ihr euer Handy oder euer Tablet jetzt Breitbild habt, also breit gedreht habt oder hochkant habt. Orientation Landscape, also Orientation Landscape wäre dann der Breitbildformat, das Breitbildformat, genau. Und damit könnt ihr sozusagen die Devices targeten, die eben einen Breitbild-Bildschirm haben, also mehr Pixel in der Breite und weniger in der Höhe. Ja, genau. Das wäre sozusagen, wie ihr damit umgeht. Der Standard ist heutzutage, soweit ich weiß, designt man zuerst für mobile Geräte, also das hier alles für mobile Geräte und danach designt man für die Standard-PC-Version mit eben diesem, ja, maximalen Breite, minimale Breite, keine Ahnung, mit 1920 Pixeln, aber Vorsicht, heutzutage gibt es auch viele Leute, die schon 4K-Monitore haben, die haben dann 2000, bisschen mehr als 2000 Pixel in der Breite. Okay, so viel dazu, also viel Aufwand für die Leute, die natürlich auch mobile Geräte targeten wollen, aber wer will das heutzutage nicht? Gut, und das war's dann mit der wunderschönen CSS-Serie. Hier ging es ja hauptsächlich um Design. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann dürft ihr mir jederzeit schreiben. Vielleicht reiche ich auch noch mal ein paar Videos nach, wenn ihr irgendwelche speziellen und konkreten Themen habt. Dann kann es gut sein, dass hier einfach mal was nachgefügt wird. Aber ansonsten geht es jetzt dann nächstes Mal weiter mit JavaScript. Ich wurde jetzt schon ganz oft angefragt, wie lange brauchst du noch, bis du JavaScript endlich machst. Und ja, nächstes Mal geht's los. Ich hoffe, ihr freut euch und bleibt dabei. Und ja, liken, abonnieren und so weiter und so fort nicht vergessen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.